10 Tipps, damit du mehr Siege holst. Der manuelle Pass mit R1 ist brandneu in EA FC. Du entscheidest mit dem rechten Stick, wohin genau der Ball gespielt wird. Damit kannst du auch Steilpässe durch die gegnerische Abwehr spielen. Und das Tolle ist für dich, je nachdem wie du da mit dem rechten Stick den Pass schickst, wechselt dein Spieler nochmal ganz leicht die Laufrichtung und so kommst du wirklich so oft durch deinen Gegner durch. Mit den Playstyles haben bestimmte Karten in EA FC bessere Werte, bessere Fähigkeiten, ohne dass wir ganz genau die Statistiken kennen. Und Spieler mit Abdrängen lassen sich besser steuern. Mit L2 kommst du ins Abdrängen, wenn du dabei noch R2 gedrückt hältst, bist du sogar noch schneller dabei. Auf der Xbox sind das LT und RT. Im Verteidigungslauf bist du etwas breiter, deckst also mehr Raum ab, um zum Beispiel Pässe abzufangen und bist deutlich beweglicher. Viele von uns verzweifeln ja, weil sich die Spieler teilweise wie auf Eis bewegen und du gerade, wenn du vom Sprinten zurück ins Abdrängen gehen willst oder so, auf einmal hinter deiner Abwehr bist. Spieler mit dem Playstyle oder Playstyle Plus auf Abdrängen bewegen sich schneller im Abdrängen und gehen einfacher vom Sprinten ins Abdrängen, ohne dass du auf einmal völlig irgendwo rumläufst. Tipp Nummer 3, der Powershot ist zurück und super stark in EA FC. Powershot, während du mit Kreis oder auf der Xbox B den Schuss auflädst, hältst du dabei R1 und L1, also LB und RB auf der Xbox gedrückt. Die wichtigsten Stats für Powershots außerhalb des Strafraums sind die Weitschüsse und die Schusskraft, und Spieler, die einen Playstyle darauf haben, haben den Vorteil, dass die Schüsse noch schneller sind, und mit Playstyle Plus ist auch die Animation schneller. Das heißt, der Gegner hat weniger Zeit zu reagieren, und genau deswegen sind diese Powershots dieses Jahr wieder so gut. Damit du weniger Gegentore kassierst, verteidigst du am besten immer zuerst die Mitte, wie gerade gesehen im Abdrängen, und um jetzt trotzdem außen, wie in so einer Situation, dann mit dem Außenverteidiger noch Druck zu machen, kannst du R1 gedrückt halten, und der Spieler, der das nächste Spielerwechsel-Icon auf dem Kopf hat, der ist dann eben der Spieler, der Druck macht auf deinen Gegner. Zusätzlich kannst du auch noch das partielle Pressing machen. Dann steuerst du wieder einen Spieler und zusätzlich nicht nur einen, sondern 2 Spieler steuerst du. Dazu einfach R1 antippen und dann R1 gedrückt halten. Dann haben 2 Spieler so einen blauen Icon und die gehen nicht auf den ballführenden Spieler, sondern die decken die nächstmöglichen Passwege ab. Psst. Mit dem nächsten Tipp schießt du 10-mal mehr Tore. EA FC, so einfach vorne. Spiel über außen nach vorne, geh Richtung Grundlinie, von da aus in den Rückraum zurückpassen oder in den 5-Meter-Raum, je nachdem wie weit der Gegner schon hinten steht. Du schießt so viele Tore. Tipp Nummer 6, dein Torwart bewegen. Sobald dein Gegner den Ball in deiner Hälfte hat, kannst du, wenn du den rechten Stick reindrückst und dann bewegst, damit sofort den Torwart steuern. Noch viel besser ist das in solchen Situationen, wo der Gegner in einem Winkel, in einem spitzen Winkel auf dein Tor zuläuft, dann rechten Stick reindrücken und nur maximal 2 Schritte machen in die Richtung des langen Eckes. Das ist wirklich spekulieren, das ist Risiko für dich, aber wenn der Gegner dann auf dieses lange Eck geht, hast du wirklich ultra gute Chancen, den Ball zu halten. Wichtig, wirklich nur 1 oder 2 Schritte, denn dein Torwart muss stehen, bevor er die Paradenanimation ausführen kann. Tipp Nummer 7, das Green Time Finish. Auch in EA FC 24 kannst du wieder die Wucht und die Präzision deiner Schüsse erhöhen, indem du einen Green Time Finish erreichst. Dazu einfach mit Kreis oder auf der Xbox mit B den Schuss aufladen und dann im richtigen Moment, bevor dein Spieler den Ball mit dem Fuß berührt, nochmal die Schusstaste drücken. Übe das einfach in den Skill Games. Wenn du das wirklich ein paar Mal gemacht hast, dann triffst du diese Green Times nach Gefühl, solange die Server mitspielen. Nächster Tipp, aktiviere den adaptiven Spielerwechsel. Super hilfreich in solchen Situationen, wo du einen Konter verteidigst, wo du auf deinen letzten Mann, auf den Innenverteidiger wechseln musst. Einfach beim adaptiven Spielerwechsel, je länger du den rechten Stick in eine Richtung hältst, desto weiter hinten wählst du da halt den Spieler aus. Aktiviere das in deinen Einstellungen, geh dann noch auf ballabhängig, das bedeutet, je weiter du den rechten Stick weghältst in eine Richtung, desto weiter in diese Richtung vom Ball aus gesehen gehst du weg. Man könnte auch spielerabhängig machen, aber du weißt ja immer, wo der Ball ist und nicht immer, wo alle Spieler ist. Im Zweifelfall einfach den rechten Stick ein kleines Stück nach hinten gedrückt halten und schon bist du beim letzten Mann und läufst diese Kontersituation einfach ab. Viele Spieler nutzen aktuell Druck nach Fehlern oder Pressing und wollen dir den Ball abnehmen. Sobald du in solchen Situationen wie hier gepresst wirst, dreh einfach um, zum Beispiel in einer Ballrolle mit dem rechten Stick mit einer Ballrolle oder einfach mit dem linken Stick einfach umdrehen und der Torwart, kurzer Blick auf den Radar, normalerweise ist der Torwart immer frei, spielst du den Torwart an, wenn der Gegner dann deinen Torwart anrennt, ist wieder ein Feldspieler frei,
Ansonsten, wenn du dich wirklich unter Druck fühlst, dann haust du den Ball vom Torwart zu deinem ZOMs aus oder zu deinem linken Mittelfeld, rechten Mittelfeldspieler, je nachdem, welche Taktik du zockst. In der Verteidigung erweiterst du deinen Radius mit der Grätsche. Sehr, sehr stark ist, wenn du die Grätsche aus dem Sprint heraus machst, also R2 dabei gedrückt hältst und dann einfach mit Kreis oder auf der Xbox mit B die Grätsche ausführst. Der Playstyle Slide Tackle, Playstyle Grätsche hilft dir auch nochmal, denn du kannst dann schnellere Grätschen ausführen, weitere schnelle Grätschen und beim Playstyle Plus ist es sogar so, dass du den Ball sofort stoppst, also sofort die Kontrolle über den Ball hast, schnell wieder aufstehst und dann selbst einen Konter, selbst einen Angriff einleiten kannst. Bonustipp, abonniere den Kanal und zieh dir jetzt diese 4-4-2 hier rein, mit der wirst du sofort in Rivals und in der Weekend League mehr Siege holen. Ich sehe dich in dem Video da. Ich bin raus, der Marvin. Servus. Ciao, ciao.